Hört ihr ihn, Freunde? Den Ruf des Formteils. Ich meine natürlich den Ruf des Nachtfalkens. Willkommen in der Noppenklötzchenscheune. Mein Name ist Blockstar und Freunde, heute präsentiere ich eine Limited Edition, auf die ich mich schon seit der Spielwarenmesse in Nürnberg Anfang des Jahres 2025 freue. Die Lockheed Martin F117 Nighthawk, das Coviset 5902 in der Limited Edition mit echten neuen Stand in Stars and Stripes. Freunde, lasst uns dieses komische, ikonische, rechteckige, gar nicht aerodynamisch daherkommende Flugzeug hier in Tageslicht auf meinem Bautisch anschauen. Ja, Freunde, nicht unter dem Radar, sondern direkt hier auf meinen Bautisch die aktuelle Limited Edition aus Juli 2025 aus der Armed Forces Serie mit der Lockheed Martin Lizenz, das Coviset 5902, die Lockheed F117 Nighthawk und wie es sich für einen Düsenjäger aus der Armed Forces Serie geziemt mit dem Maßstab 1:48. Ganz cool, dass wir hier einen dieser neuen, fast Bumerang-Ständer haben bei Kobi im Look von Stars and Stripes. Wir hatten das ja auch bei der SE71, bei der Blackbird und ganz besonders freue ich mich auf die neuen, ich nenne sie mal Schwerlastständer, die wir hier bei Kobi bekommen. 826 Steinchen und eine Minifigur, die wir aufnoppen können. Und ganz interessant sogar, dass wir hier Waffen haben. Ich denke mal die GBU 10 und die GBU 27. Das habe ich im Vorfeld bei Kobi schon erfahren. Schauen wir uns die Rückseite an unseres Nachtfalkens. Ganz cool auch, der ganze Karton ist in so einen Nachthimmel gehalten. Lediglich hier so ein bisschen den Antrieb sehen wir leuchten. Hier auf der Rückseite sehen wir dann, was ich gesagt habe, GBU 10, Pathway 2 und GBU 27 lasergestützte Bomben. Wir sehen ein Originalfoto unseres Nighthawks und die Fakten sehen wir hier, bekommt ihr aber auch gleich bei meinen Infokarten. Ganz wichtig ist natürlich, wenn ich jetzt hier diesen Vogel fliegen lasse, sehen wir ihn dann noch oder verschwindet er von unserer Radarbildfläche? Lasst es uns herausfinden, denn wir wollen ja wissen, was sich hier an Kobi-Stein in dem Karton verbirgt. Ja, Freunde, da liegt der Inhalt unserer F117, unseres Nachtfalkens auf den Bautisch. Wir haben die Bautüte 1, wir haben die Bautüte 2 und wir haben die Bautüte 3. Wir haben das Zertifikat. Ihr dürft wie immer erraten in den Kommentaren, welche Nummer ich habe. Lösen wir dann natürlich auf, wenn wir ins Review gehen. Ganz wichtig, wir holen trotzdem die Laserfliese hier raus. Und natürlich haben wir hier die Anleitung. Die schauen wir uns gleich an. Aber Freunde, ich habe ein bisschen gecheatet beim Zaubern, denn etwas Wichtiges fehlt. Das wollte ich hier nicht in die Luft fliegen lassen, denn tada! Das, was unsere F117 hier bei Kobi ausmacht, ist ein sehr großes Formteil, weil wir ja hier diese dreieckigen, scharfkantigen Flächen haben und ich wollte dieses Formteil nicht zerkratzen beim Hochwerfen. Schauen wir uns aber auch nachher an, wenn wir das Flugzeug zusammengebaut haben. 3 Tüten, fast alles schwarz, hier ein bisschen rot und blau. Das wird dann hier logischerweise in Baustep 3 bzw. in der Bauabschnittshütte 3 der Stand sein. Wir legen die 3 Tüten zur Seite. Ich klemme sie nacheinander weg und wir schauen uns die Anleitung an, die wir hier natürlich wieder mit Klammern zusammengeheftet haben. Natürlich nur Drucke und ganz wichtig, Altersempfehlung ab 10 Jahren. Wir haben, darf man auch nicht vergessen, natürlich stilecht einen schwarzen Kobi-Teile-Trenner. Meiner Meinung nach neben den von Mega Construx die besten der Welt. Ganz wichtig für alle, die noch nie Kobi geklemmt haben, aber jetzt hier bei der F117 schwach wurden.
Achtet bei der Anleitung immer auf die Legende. Hier seht ihr nämlich, welche Steine ihr benutzen müsst, denn Kobi hat Sondersteine, die natürlich mit allen anderen, also mit den Systemsteinherstellern, kompatibel sind, aber manchmal Abweichungen haben in der Form und in der Art. Darauf also achten, wird mit Buchstaben und Zahlen oft gekennzeichnet. Wir fangen mit der Tüte 1 an, klemmen drauf los. Natürlich werden wir hier fast schneeblind, nur im umgekehrten Sinne, weil wir fast nur schwarze Steine haben. Darauf achten, wir haben immer den aktuellen Baustep, hier dann den in schwarz bzw. farbig und was da vorgebaut wurde ist grau. Pfeile weisen uns den Weg, manchmal auch so kleine Erklärungen. Hier, dass wir die Bügelperlen anbringen mit dem Bügelperlenapplikator und wir hangeln uns von Baustep zu Baustep, denn Kobi Bauanleitungen haben keine Seitenzahlen. Ganz wichtig, wir haben ab und zu auch Anlegehilfen. Hier seht ihr es, da braucht man keine Noppen zählen. Man legt einfach die Fliese an und weiß dann, aha, von der Größe passt es. Wobei wir auf den Teiletrennern ja auch mittlerweile Anlegehilfen haben. Wie gesagt, 3 Tüten klemmen wir durch, bis wir beim letzten Baustep das Datapad, beziehungsweise kann es auch sogar vielleicht die Zufuhr mit der Luft sein, die wir hier beim Baustep 172 für unsere Minifigur bauen. Und hier zum Schluss diese Schwerlast, so nenne ich sie einfach, neuen Ständer für Kobi Flugzeuge. Da bin ich sehr gespannt. Auf den letzten Seiten dann gibt es die Übersicht der Steine, die verbaut wurden. Fehlt euch ein Stein, einfach die Nummer notieren und dann bei Kobi hier auf dem Service-Tag der Webseite melden. Und ganz cool, die Werbung für Kobis neues Großgerät, 11.000 Steine schwer, der Königstiger bzw. der Panzerkampfwagen Tiger 2 in der Ausführung B im Maßstab 1:12. Ich kann euch jetzt schon verraten, dass ich den bauen werde, dass ich den präsentieren werde. Ihr müsst euch nur ein bisschen noch gedulden, denn das Set kann man jetzt ja erst, es rollt langsam so an, dass man die bestellen kann. Und ich möchte für euch erst natürlich noch den Tiger, den großen Tiger in 1:12 klemmen. Aber dann gibt es hier auf meinem Kanal eine ganze Menge Videos rund um das Fahrzeug. Denn wie ihr so eins bekommen könnt, das werde ich euch auch natürlich zeigen. Alles, was ihr zu Kobi kennt, hier nochmal ein bisschen Werbung für den Königstiger. Vorangegangene Modelle von mir, Flugzeuge aus der Armed Forces Serie, findet ihr alles hier oben auf dem i, auf der Kobi Playlist. Aber jetzt, Freunde, wollen wir gar nicht in die Vergangenheit gucken. Wir sind der Zukunft mit dieser wirklich Zukunftstechnologie der Stealth-Technik zugewandt und klemmen jetzt zusammen, beziehungsweise ich klemme und ihr lauscht den Fakten, unsere F117 von Kobi, das Set 5902. Ich wünsche euch viel Spaß dabei, liebe Freunde. Speedbildzeit ist Faktenzeit. Heute werfen wir einen Blick auf ein Flugzeug, das mehr Mythos als Maschine war. Die Rede ist natürlich von der Lockheed Martin F117 Nighthawk. Eine Maschine, die aussah, als käme sie direkt aus einem Science-Fiction-Film, und trotzdem war sie bereits in den 80er Jahren ein realer Bestandteil moderner Kriegsführung. Die F117 war der erste weltweit einsatzfähige Tarnkappenbomber. Ein Jet, der die Art und Weise, wie militärische Luftoperationen durchgeführt wurden, grundlegend verändert hat. Die Entwicklung der F117 begann im Jahr 1976. Damals wurde das geheime Projekt unter dem Namen Have Blue bei Lockheed Martins Skunk Works gestartet, jener sagenumwobenen Forschungsabteilung, die auch schon die Spionageflugzeuge U-2 und die SR-71 Blackbird entwickelt hatten. Das Ziel war klar definiert: ein Flugzeug zu bauen, das von feindlichen Radarsystemen praktisch nicht zu erfassen werden kann. Die Lösung lag in einer radikalen Formsprache. Statt geschwungener Linien wie bei herkömmlichen Flugzeugen bestand die Oberfläche der F117 aus vielen flachen Facetten, die Radarwellen zerstreuen sollten. Der erste Prototyp absolvierte seinen Jungfernflug am 8. Juni 1981. Die Existenz des Programms wurde allerdings erst viele Jahre später offiziell bestätigt. Erst im November des Jahres 1988 veröffentlichte das US-Verteidigungsministerium ein erstes Foto dieses Flugzeugs. Trotz ihrer bedrohlichen Aussehens war die F117
kein schneller Überschalljet. Ihre Höchstgeschwindigkeit lag bei etwa 1000 Kilometern pro Stunde, was knapp unterhalb der Schallgeschwindigkeit der Mach-Grenze liegt. Die typische Einsatzhöhe betrug rund 12.000 Meter. Sie war also nicht dafür gebaut, feindliche Maschinen in der Luft zu jagen, sondern lautlos und präzise zuzuschlagen, bevor jemand ihre Anwesenheit bemerkt. Und das, obwohl sie ja als F-117 mit einem F abgekürzt wird, was eigentlich für Fighter steht, also für einen Jäger. Die F-117 war ein reiner Einsitzer. Der Pilot saß in einem hochmodernen Cockpit, ausgestattet mit Glas-Cockpit-Technologie und Nachtsichtsystemen, die es ermöglichten, die Missionen ausschließlich bei Nacht durchzuführen. Daher stammt auch ihr offizieller Spitzname, der Nighthawk bzw. der Nachtfalke auf Deutsch. Für den Kampfeinsatz war sie ausschließlich mit präzisionsgelenkten Bomben ausgerüstet. Meistens handelte es sich um lasergelenkte Bomben des Typs GBU-10 oder GBU-27, jede mit einem Gewicht von etwa 900 Kilogramm. Diese Bomben wurden intern mitgeführt, um die Radarsignatur so gering wie möglich zu halten. Die Tarnkappentechnologie war das Herzstück dieses Flugzeugs. Die spezielle Form des Rumpfes kombiniert mit radarabsorbierenden Materialien und gekapselten Triebwerksauslässen sorgten dafür, dass die Maschine auf feindlichen Radarschirmen kaum auffiel. Der Preis für diese Unsichtbarkeit war allerdings eine instabile Aerodynamik. Die F-117 konnte nur dank eines hochentwickelten Fly-by-Wire-Systems sicher gesteuert werden. Ihr erster Einsatz erfolgte im Dezember des Jahres 1989 während der US-amerikanischen Invasion in Panama. Internationale Bekanntheit erlangte die F-117 jedoch im Jahr 1991 während des Zweiten Golfkriegs. Dort flogen diese Maschinen über 1000 Einsätze, meist tief im feindlichen Luftraum, und das mit einer Erfolgsquote von über 80%. Die Öffentlichkeit war fasziniert. Ein Flugzeug, das nicht zu sehen war und punktgenau zuschlagen konnte, das war eine Revolution. Doch auch ein Tarnkappenflugzeug ist nicht unverwundbar. Am 23. März 1999 wurde eine F-117 über Serbien von einer älteren sowjetischen Flugabwehrrakete abgeschossen. Der Pilot konnte sich glücklicherweise mit dem Schleudersitz retten. Dieses Ereignis sorgte weltweit für Schlagzeilen und wurde propagandistisch von der serbischen Regierung ausgeschlachtet. Zeigte es doch, dass selbst modernste Technologie nicht vollkommen ist. Insgesamt wurden 59 Einsatzmaschinen und ca. 5 Prototypen gebaut. Die offizielle Außerdienststellung erfolgte im Jahr 2008. Einige wenige Flugzeuge wurden jedoch offenbar weiter genutzt, etwa für Tests oder Trainingszwecke. In manchen Fällen wurden sie sogar noch Jahre später am Himmel gesichtet, obwohl sie eigentlich schon ausgemustert waren. Man munkelt, dass sie heute noch für Spezialmissionen eingesetzt werden. Die Lockheed F-117 Nighthawk war etwa 20 Meter lang und hatte eine Spannweite von rund 13 Metern. Angetrieben wurde sie von zwei General Electric F-404 Turbofan-Triebwerken. Die Reichweite lag bei ungefähr 2100 Kilometern, die Dienstgipfelhöhe betrug rund 12.500 Meter. Heute gilt die F-117 als Symbol für eine neue Ära in der Luftfahrtgeschichte. Sie war nie dafür gedacht, Luftkämpfe zu gewinnen. Sie war ein Instrument chirurgischer Präzision, eine schwebende Klinge in der Nacht. Ihr kantiges Design hat sie weltberühmt gemacht. Und auch wenn moderne Tarnkappenjets wie die F-22 Raptor, die B-2 Spirit oder die F-35 Lightning sie inzwischen abgelöst haben, bleibt die Nighthawk ein technisches Meisterwerk und ein Meilenstein in der militärischen Entwicklung. Ja, Freunde, schauen wir mal, ob es auch ein Meilenstein in der Kobi-Flugzeugentwicklung ist. Deswegen viel Spaß beim Review des Klemmbaustein-Sets 5902. Nach 2 Stunden und 15 Minuten Bauzeit steht er da. Unser Nachtfalter von Lockheed, beziehungsweise hier von Kobi in der Armed Forces Serie.
Das Set mit der Nummer 5902 aus der aktuellen Limited Edition Juli 2025, die F117 Nighthawk oder der F117 Nighthawk, wie ihr möchtet. 826 Steinchen und ein paar Steinchen haben wir über. Darüber müssen wir reden. Bevor wir in die Tiefe gehen, lüften wir das Geheimnis meiner Nummer. Ihr seht, Zertifikat Nummer 68. Wer das in die Kommentare geschrieben hat, ist wie immer für mich mein Held der Steine. Das Zertifikat wie immer cool, mit dem besten Job der Welt, hat der Herr Robles, der hier unterschrieben hat, der CEO von Kobi. Wie gern würde ich da mal so als Chef von Kobi hier für euch diese Zertifikate unterschreiben. Naja, man wird ja wohl noch träumen dürfen, so wie wahrscheinlich die Ingenieure geträumt haben von diesem schwarzen Superflieger, den ich ja hier nicht als Nighthawk, sondern eher als Käfer, als schwarzen Bug, als, ja, sagt man Mistkäfer, als Borkenkäfer bezeichnen würde. Warum, da kommen wir gleich zu. Wie immer wichtig und wie immer gut, gerade bei diesem Set, der Teiletrenner von Kobi, mein liebstes Werkzeug, wenn es um Klemmbausteine geht. Freunde, ich lege euch da gerne meine Kobi Tutorial-Reihe ans Herz. Die ist zwar gerade erst frisch gestartet, aber wir werden auch irgendwann einmal nur über das Thema Werkzeuge in Bezug auf Kobi sprechen. Wir haben einige Teile über, das habe ich euch gesagt. Wir haben Wechselteile über und wir müssen über die Anleitung sprechen. Und über die Anleitung würde ich ganz gerne zuerst sprechen, wenn wir uns den Stand angucken, denn der Stand ist ja ein absolutes Highlight und etwas Neues bei diesem Flugzeug. Erstmal muss ich sagen, dass mir wirklich dieses V, dieses Emblem, möchte ich mal fast behaupten, hat sowas von so einem amerikanischen Dienstgradzeichen, mit so einer Kragenspange hier in Stars and Stripe Look richtig Bock gemacht hat. Ich finde es cool, diese Farben bei Kobi zu haben und vor allen Dingen toll, dass wir hier coole Drucke haben. Wir haben auch hier die Bewaffnung, die wir hier ablesen können, die GBU 10 und die GBU 27. Dazu gibt es gleich übrigens bei der Bildershow nach dieser Besprechung Fakten zu. Also das habe ich nicht vergessen. Dann natürlich das lasergedruckte oder gebrannte dann der Typenschild mit der Nummer 68 auch hier drauf und unseren Piloten schauen wir uns gleich an. Ganz wichtig ist aber hier dieser neue Stand, den wir bauen mit Bolzen, und das finde ich ganz interessant. Wir legen also die Form dieses Stands mit dem Bolzen fest. Das ist ganz wichtig, das müsst ihr euch merken. In Zukunft müsst ihr quasi erst arretieren diesen Stand, wie ihr das Flugzeug stehen haben wollt, und dann mit den Bolzen das fixieren. Die Bolzen hinterher rauszukriegen ist etwas schwierig, da braucht man dann eine Pinzette zu. Mit der Art, wie Kobi das möchte, geht es nämlich nicht. Ich zeige es euch jetzt kurz in der Anleitung. Die Seite blätter ich auf. Ich finde das sehr interessant, dass wir diese Schwerlastträger jetzt haben, aber dass wir hier quasi vorher schon festlegen müssen, wie wir es zu arretieren haben, finde ich etwas schwierig. Das Ganze geht hier los beim Bauset 159. Da sehen wir es, dass wir hier quasi einen Bolzen schon mal legen. Wir nehmen diesen Kobi Stock oder diesen Stab, dieses Formteil, was wir kennen, zum Beispiel der Felix-Flak oder auch in alten Mittelalter-Sets zum Beispiel als Flaggenmast. Den nehmen wir, drücken noch hier so eine kleine Kobi-Münze rein und dann benutzen wir diesen hier als quasi Bolzenapplikator, um hier eine Sperre reinzubauen in diesen Schwerlastträger. Da seht ihr noch, es wird alles gerade aufgestellt und dann, tada, legen wir hier fest, wie wollen wir die Schrägen haben. Und wenn wir das gemacht haben, müssen wir diese arretieren hier mit den Schritten. Und ich sage euch, das geht hinterher ganz schwer los. Und wenn man das nicht richtig macht, dann hat man auch nicht die richtige dynamische Form. Ich ziehe jetzt mal ganz kurz hier so einen Träger raus. Da seht ihr es, der ist jetzt hier fest. Wir können es nicht mehr bewegen, ist dadurch fest, aber wir haben dadurch jetzt diese Form fixiert. Und ja, so, ihr habt es klimpern gehört, das sind die beiden Bomben, die fallen immer sehr leicht hier ab von den Jumpern, aber das machen wir jetzt mal auch beides runter, denn ich möchte es euch vorab an der F117 zeigen. Wir stecken es dann hier rein und ihr werdet bei mir sehen, ich habe es etwas zu passiv gemacht und somit wirkt das Flugzeug dann im Flug auch gar nicht so dynamisch. Es ist vom Gewicht sogar eher, wir haben es gerade, es
hängt ein bisschen sogar nach vorne. Also ihr müsst hier wirklich aufpassen, welchen Winkel ihr hier setzt. Macht es gerne etwas mehr schräger, damit er eine dynamische Form hinbekommt. Ich werde wahrscheinlich hier nochmal nachjustieren müssen. Ist etwas schwierig. Gucken wir uns die Bomben an. Wie gesagt, Fakten dazu bekommt ihr gleich. Sie werden hier unten dann auf den Stand aufgenoppt. Diese beiden Noppen sind für den Piloten. Da haben wir die andere lasergelenkte Freifallbombe. Auch ganz cool. Wir sehen die gleich wieder, wenn wir über den Flieger sprechen. Aber wir wollen natürlich erstmal über den Piloten sprechen, der hierbei ist. Eine schön gedruckte Kobi-Figur. Sehr detailreich. Wir haben den typischen Kobi-Helm. Wir haben auch das typische Kobi-Sauerstoffgerät. Aber das nehme ich beides mal ab. Denn wir haben bei der Figur ja auch beiliegend, da hinten, hinter dem Flügel ist es versteckt, Haarteil. Ein graues Haarteil, denn wir wissen ja, nur die erfahrensten Piloten fliegen solche Supermaschinen. Und wir haben hier quasi sein Tablet oder seinen Sauerstoffkompressor hier für diese Figur. Ich finde die Figur klasse, schön bedruckt, hat ein bisschen was von, ja, nicht wirklich, ich würde gerade sagen John Travolta, aber das war ja der B-2-Bomber. Lassen wir das trotzdem eine coole Figur. Neutraler Kampfjet-Pilot mit diesen Kompressionshosen und Anzügen. Finde ich eine gute Figur unter diesem Datenpad oder Sauerstoffpad. Ich weiß nicht genau, wie man das nennt. Wenn ihr das wisst, schreibt es gerne unten in die Kommentare. Aber Fokus hier auf unseren schwarzen Flieger, der dort hinten glänzt. Ich nehme den Stand mal wieder ab. Boing. Der übrigens auch, da müsst ihr aufpassen, ja, auch nur so gut hält, wie ihr den Tube hier unten versenkt habt. Denn der wird hier versenkt. Und wenn ihr den zu tief versenkt habt, dann nützt dieser ganze Schwerlastkram nicht, weil er halt hier unten logischerweise schnell rüber bricht. Und wie gesagt, hier nochmal die Aufnahmen für den Piloten und hier für die beiden Bomben. Die beiden Bomben ist aber das Stichwort auch, die finden wir nämlich im Flugzeug wieder, nämlich im Bombenschacht, den wir hier unten aufmachen können. Und das ist vielleicht das Blödeste an diesem Flugzeug, dass das Fahrwerk auch so labbert. Es verdreht sich immer ganz schnell durch das Eigengewicht, denn auch hier haben wir das Problem, typisch Kobi, je nachdem, wie wir den Stab reingesteckt haben, so locker ist es und auch wir müssen aufpassen, dass jeder Bar in so ein Tube ja auch immer ein bisschen spielert und somit ja sich das drehen kann. Ihr seht das ganz oft, steht das Fahrzeug dann irgendwann so, wenn wir es auf die eigenen Räder stellen. Deswegen meine Empfehlung, nehmt es ab hier, das Fahrwerk, sieht relativ blöd aus, stellt hier euren Stand schön dynamisch und dann lasst ihr das Flugzeug quasi starten. Da werde ich noch nacharretieren. Von unten sieht es ganz cool aus, wir haben fast alles zugefliest, das haben wir bei Kobi-Flugzeugen auch nicht immer. Hier in schwarz gefällt es mir ganz gut. Da die Aufnahmen für den Schwerlaststand und hier ganz cool, auch gut gemacht hier mit diesen Jumpern. Wir können den Bombenschacht aufklappen, wenn man Fingernägel hat. Ich weiß, ein richtiger Kobi-Bauer hat eigentlich keine Fingernägel, weil wir durch die Kobi-Steine die abgewetzt bekommen. Aber auch hier seht ihr dann versteckt im Bombenschacht die beiden Bomben, die wir auch hier nochmal beim Flugzeug liegen haben. Da stehen sie. Das finde ich ganz cool, dass wir hier eine Last drin haben und die auch drinnen lassen können zum Zeigen, denn wir stellen sie ja auf dem Stand. Dann haben wir hier den Elefanten, der im Raume steht, das große Formteil. Dieses große Formteil, das wir auf der Spielwarenmesse in Nürnberg schon gesehen haben, als 3D-Druck. Ich blende euch da gerne mal ein Bild ein, als ich damals da war. Ich finde, es ist gut geworden, denn wir haben das hier. Ganz wichtig auch, wir haben diese typische Stealth-Dreieckform, nicht nur an den Kanten hier, sondern auch beim Cockpit-Verschluss. So ist sie auch im Echt. Wir haben das Cockpit mit Sauerstoff. Wir haben hier bedruckte Avionik, also 2 Fliesen mit den Steuermonitoren, finde ich richtig cool. Und dann einen Sitz, wobei wir da die Figur einfach nur reinlegen. Die baumelt dann rum und dann müssten wir theoretisch natürlich noch das Sauerstoffgerät anschließen. Ich mache es jetzt nur einfach mal so. Wir schmeißen ihn dann so rein und dann war es das. Und dann wackelt er da rum. Ist ja auch egal. Ich habe die Figur auf dem Stand daneben stehen. Schön gelöst ist hier der Bau mit diesen Slopes, mit diesen ganz geraden, dass wir hier die bedruckten Lufteinlässe haben. Wir haben überall die bedruckten Hoheitsabzeichen oder auch Security-Zeichen, also wie hier zum Beispiel beim Cockpit. So viel ist ja auch nicht dran. Und dann kommt das, was ich halt meine. Hier sieht man jetzt ganz doll, wenn ich ins Licht halte, dass wir hier hinten wie bei einem großen Käfer
die Flügel haben, die hinten quasi den Flug verdecken. Das finde ich ganz, ganz krass, dass wir hier so eine Art, ja, ich weiß gar nicht, wie diese Käfer heißen, aber ihr kennt das, hinten auf dem Hintern, sage ich mal, gehen die Flügel übereinander, denn wir bauen hier sehr interessant mit Balljoints diese Form. Und dieser Baustep ist der gefährlichste ist, weil der ist echt anstrengend. Ich werde jetzt für euch einmal kurz das Flugzeug nochmal so in die Kamera halten und dann nehmen wir es auseinander. Hinten auch schön hier die Triebwerke mit solchen Trans-Clear-Teilen, Wedges, um genau zu sein, angedeutet. Dann haben wir natürlich auch hier so eine Art Querruder und ja, das Seitenruder und haben damit diese ikonische Form. Und jetzt nehmen wir es auseinander, damit ihr wisst, was ich meine. Das Seitenleitwerk nehmen wir hier ab und dann seht ihr hier schon, was ich meine. Wir haben hier solche Flügel und ja, ganz wichtig, wir nehmen jetzt hier dieses Formteil ab, damit ihr seht, wie es gebaut wird. Ich zeige es euch ja gleich in den Detailbildern nochmal wieder zusammengebaut und auch am Ende des Videos haben wir diesen Flieger wieder zusammengebaut. Ich brauche jetzt nur einiges an Kraft in meinen Fingern, um, wir packen den Piloten mal raus, dieses Formteil wieder abzumachen, damit nicht alles abfliegt. Ihr seht sehr gut, der Klemmkraft typisch Kobi. So, da ist es ab. Das ist das Formteil von unten und so sieht unsere F117 dann von innen aus. Hier sehr viereckig, dann typisch Kobi, einfach mit diesen Schlopes, mein Lieblingswort, zugebaut, damit wir diese schräge Form hinbekommen. Darunter ist, ihr könnt euch das denken, der Waffenschacht, denn die Farbe habt ihr gerade gesehen, als ich euch von unten den aufgeklappt habe. Und hier ist dann dieses Teil, was sehr ulkig gebaut wird. Tada, nämlich hier auf so ein Hinge-Element. Hier sind auch Hinge-Elemente schräg und da muss dann dieses Teil auch wieder mit Hinge-Elementen schräg draufgesetzt werden und das versetzt mit diesen Jumpern. Das ist sehr krass. Und ihr habt gesehen, es ist mir entgegengeflogen. Hier einer dieser Käferflügel, so nenne ich es mal. Hier seht ihr den Balljoint, der dann hier drauf klemmt und somit dann diesen Flügel hinbekommt, damit wir wirklich überall diese schräge Dreieckform für dieses Flugzeug hinbekommen. Da seht ihr es auch nochmal, wie das gebaut worden ist. Also eine krasse, ja auch Kobi-Ingenieursleistung möchte ich mal behaupten. Wie gesagt, dieser Baustep hier hat mir eine Menge Kraft und Nerven geraubt. Das seht ihr auch im Video. Ich hole ihn noch mal ganz kurz hier in der Anleitung raus. Trotzdem ein cooler Vogel, der einfach super aussieht. Hier ist es, da haben wir das Baustep 138. Da bauen wir es zusammen. Wir drücken es da runter. Da kommen die Jumper drauf. Dann müssen wir es hier reinfriemeln, drunter friemeln, da drücken, dann nicht in der Mitte drücken und dann wird es auch noch mal von der Seite hier hinten gegen gekontert. Das war echt anstrengend. Ja, ich hoffe, ihr fandet das Review bis hierhin nicht anstrengend. Ich habe es auseinandergenommen, weil ich es euch zeigen will. Das Flugzeug hat hier einige Schwächen. Der Stand hat seine Schwächen, das muss ich einspielen. Und was ich halt schade finde, ist, dass wir extra Steine dann hier haben, dass wir die hier über haben. Und wir haben auch diesen schönen braunen Fahnenmast hier, um diese Bolzen anzubringen. Aber dadurch, dass wir hier unten drunter eine kleine Platte reinmachen, um diese Bolzen aufzunehmen, ist dann dieser Stein auch nur noch dafür zu verwenden. Und das finde ich ziemlich schade. Ja, die Kamera kriegt das gar nicht so scharf, wie ich das gerne hätte. Wir haben da halt so ein Plättchen reingemacht. Naja, ihr müsst mir jetzt mal glauben, damit wir halt hier diese Bolzen aufnehmen können. Das funktioniert auch ganz gut, sieht somit reinzustecken, aber rauszuziehen aus diesen Stands, das geht dann nicht mehr so einfach. Hier drauf geht, raus nicht. Also da ist eine Pinzette am besten zu benutzen und auch von hinten drücken kann man da nicht wirklich, da muss man alles auseinandernehmen. Also, diese Stands sind cool, sie bringen etwas, ja, Dynamik rein, man kann ihn nun endlich verstellen, man muss es nur im Vorfeld wissen. So sieht unsere F117 ziemlich hässlich aus, aber das Thema Formteil musste einfach mal angesprochen werden und ich wollte es euch zeigen. Und was natürlich bei so einem Formteil auch ziemlich blöd ist, dass man jeden Toucher hier sieht. Da muss man natürlich aufpassen und es vielleicht mit neutralen Alkohol abwischen oder wie auch immer. Oder seine Hände vorher ganz doll entfetten. Ich baue jetzt alles wieder zusammen. Ihr kriegt Detailbilder und versprochen Infos nochmal hier zur Bewaffnung.
und dann schauen wir uns zum Abschluss noch einmal in die Augen, liebe Freunde. Wie versprochen bekommt ihr nun Detailbilder, damit ihr euch unabhängig von mir eine Meinung bilden könnt. Und heute geht es um zwei präzise Schwergewichte der modernen Luftkriegsführung, die GBU 10 und die GBU 27. Beide gehören zur Familie der sogenannten Pathway-Lenkwaffen, also konventionelle Bombenkörper, die mit Lasersteuerung und Leitwerk nachgerüstet wurden. Die Idee dahinter: aus einer einfachen Freifallbombe wird ein präziser Lenkflugkörper. Das spart Kosten und erhöht die Treffergenauigkeit dramatisch. Die GBU 10 Pathway 2 basiert auf der schweren Mark 84 Bombe. Ein Sprengkörper mit rund 900 Kilogramm Sprengstoff, insgesamt etwa 970 Kilogramm schwer. Mit Hilfe der angebrachten Lasersteuerung kann sie aus großer Höhe punktgenau ins Ziel gelenkt werden, solange der Zielpunkt per Lasermarkierung beleuchtet wird. Einsatzreichweite bis zu 40 Kilometer, je nach Flughöhe und Abwurfgeschwindigkeit. Die GBU 27 hingegen wurde speziell für die Nighthawk entwickelt, das berühmte Tarnkappenflugzeug. Sie basiert auf dem gleichen Sprengkopf, wurde jedoch durch ein schlankeres Gehäuse und präzisere Steuerung angepasst, damit sie in die internen Waffenbuchten der Nighthawk verfrachtet werden konnte. Das Besondere: sie ist ideal für Einsätze gegen gehärtete Bunker oder stark geschützte Ziele, wie Kommandoposten. Beide Bomben kamen in verschiedenen Einsätzen zum Tragen, unter anderem im Golfkrieg, in Afghanistan und während der Operation Allied Force über dem Balkan. Die Kombination aus hoher Durchschlagskraft und Laserpräzision machte sie zu gefürchteten Waffen in der modernen Luftkriegsführung. Und ganz wichtig: ohne die Lasermarkierung, sei es durch Bodentruppen oder andere Flugzeuge, treffen sie ihr Ziel nicht. Sie sind also Hightech, aber eben abhängig von Teamarbeit. Ja, Freunde, da ist das Video schneller zu Ende, als dass ich immer noch nicht weiß, habe ich hier einen Nachtfalken oder habe ich doch hier so einen schwarzen Käfer, der hinten seine Flügel zusammenhängt. Und das wollte ich euch noch nachtragen. Ich habe ja hier den Stand, ihr habt es gerade gesehen, etwas steiler angestellt. Man kann also hier wirklich noch diese Elemente hier verändern, nachträglich. Man muss sie nur auseinandernehmen und dann kann man sie anders einstellen. Aber ganz wichtig ist hier unten die kleine Tube, die man in die große Tube steckt, und wenn die zu tief versunken ist, dann kann man das Flugzeug hier gar nicht so gut mehr in den Stand packen. Ihr seht hier, ich habe es sogar noch verstellt, also da muss man aufpassen. Und ich habe für euch die Räder abmontiert, damit wir hier einen wirklich dynamischen Vogel hinbekommen. Und ja, auf zwei dieser Stands, die muss er schon haben, alleine geht es nicht. Also wir können es trotz Arretierung rausnehmen, einstellen und dann gucken wir, dass wir den Winkel genau richtig haben und dann passt es. Bloß, ihr seht es hier, der Tube ist zu sehr drinne, so dass wir kaum ihn versenkt bekommen in die Löcher vom Stand. Da müsst ihr ganz, ganz doll aufpassen, sonst knickt euch dieses Vöglein über. Heißt also, wir haben eine gute Idee mit diesen, ich nenne sie mal Schwerlast-Stands, aber weil die Tubes nicht so tief drinne sind, haben wir hier echt ein kleines Problemchen. Fahrwerk ist ab, die Löcher gehen hier hinten rein und wenn man es nicht genau festhält, brechen die nämlich dann ab, weil wir die Tubes nicht genug versenkt haben. So, trotzdem haben wir jetzt ihr seht es, ein kleines Problem, dass wir eigentlich ein zu schweres Modell haben und die Tubes zu wenig rauskommen. Und so, ja, also wir können es vergessen. Eigentlich wollte ich nur schnell hier das Ende drehen und euch noch mal kurz darauf hinweisen auf diese Tubes, dass die halt richtig rausstehen müssen. Und schon haben wir das Problem live on tape, dass wir jetzt hier eine dynamisch fliegende F117 haben, aber wir aufpassen müssen, dass die Tubes richtig versenkt sind. Das wollte ich euch auf jeden Fall erzählen, denn das gehört dazu, wenn man ein Review macht, wenn man das Modell so feiert wie ich
Ich mag es trotz Formteil. Ich mag auch, das habe ich euch gesagt, dass wir hier hinten diese Käferflügel-Bautechnik haben, also über den Balljoint. Da haben sich die Kobi-Ingenieure fast mindestens genauso ein bisschen was einfallen lassen, wahrscheinlich wie die Ingenieure hier von Lockheed Martin, dass wir diese Form so hinbekommen. Und über dieses Formteil kann ich gut hinwegsehen. Haben wir bei Flugzeugen des Öfteren. Es gibt ja immer die Diskussion, Brickbuild oder Formteil. Dann nehme ich am Ende des Tages sogar ein Formteil. Nur mit dem Stand bin ich nicht so ganz glücklich. Schreibt mir eure Meinung bitte unten in die Kommentare. Lasst es mich wissen. Wie findet ihr den neuen Stand? Wie findet ihr die F117? Und wie fandet ihr die Präsentation vom lieben Blockstar? In diesem Sinne, Freunde, ein Flugzeug. Ich wünsche euch wie immer einen guten Flug. Habt eine schöne Zeit. Genießt das Wetter da draußen. Auf Wiederbauen. Euer Freund, der Blockstar.